Ja, wir haben mal wieder so eins der Themen, die nicht so erfreulich sind, aber eventuell habt ihr ja dieselben Probleme. Es richtet sich gerade an die Uhrenhändler. Wir haben aktuell Außenstände von über 100.000 € bei einem Versanddienstleister namens Parcel Broker und da kommen wir leider nicht weiter und mussten jetzt zu sehr drastischen Mitteln greifen, weil einfach kein Weiterkommen ist. Und vielleicht ihr als etwas kleinerer Uhrenhändler oder auch größerer Uhrenhändler als wir habt dieselben Probleme. Von daher bleibt gerne dran und eventuell finden wir ja gemeinsam eine Lösung oder Ansatzpunkte, dass wir das Problem lösen können. Natürlich soll das Video jetzt nicht nur negativ sein, man muss es manchmal ansprechen, dass da Fahrt drauf kommt und ja, wir haben aber tatsächlich auch noch andere Themen. Und zwar, in diesem Video möchten wir über so ein aktuelles Market Update sprechen, das heißt, was für Uhren machen Sinn beim Konzessionär zu kaufen, was für Uhren machen Sinn aktuell im Zweitmarkt zu kaufen, welche Uhren haben sich gut geschlagen und von welchen Uhren sollte man vielleicht eher ein bisschen vorsichtiger sein und wie sieht allgemein die Lage aus. Und wir können jetzt nach fast 2 Monaten Ladenlokal ein kleines Fazit ziehen, welche Düfte denn dort gekauft werden. Ist es ein Unterschied zum Online-Business oder auch nicht? Und damit starten wir jetzt. Wir fangen jetzt mit dem ersten Thema an und zwar mit Parfum. Ja, die meisten werden wahrscheinlich zugeschaltet haben aus diesem Grund. Und zwar die Topseller bei uns, wir lassen es jetzt mal außen vor, natürlich ungeschlagen an Nummer 1 mit Abstand ist Orange Flamingo. Der Restock kommt auch bald, die sind aktuell in Produktion und werden sehr bald ausgeliefert. Am Platz Nummer 2 ist Air Tiger. Das werden wir heute auch nicht besprechen. Wir machen aber jetzt weiter mit dem nächsten Platz. Und zwar, wir haben von Simone Andreoli, der Topseller ist Leisure in Paradise. Dieser Duft hier ist ein Kokosnussduft. Er verkauft sich online auch sehr gut, darum werde ich jetzt nicht das Ganze so sehr ausführen. Aber man muss sagen, wirklich, wenn die Leute diesen Kokosnussduft hier im Ladenlokal riechen, sogar in der Winterzeit wird er sehr stark gekauft. Und überzeugt euch einfach selber, falls ihr süße Düfte mögt und gerade diesen Kokosnuss-Vibe à la Pina Colada mögt, dann werdet ihr hiervon wahrscheinlich sehr, sehr viel haben. Und ja, er ist aktuell auf Platz 3 von uns im Ladenlokal. Wenn wir den teuersten Duft benennen, dann ja, auf Platz Nummer 4 haben wir Blonde Amber. Wer hätte es gedacht? Es ist einer der teuersten Düfte, die man im Durchschnitt so verkaufen kann. 550 € für 50 Milliliter. Und da ist die Frage natürlich, ihr seid zu Hause, ihr könnt das Ganze nicht riechen. Natürlich, ihr könnt euch eine Abfüllung kaufen. Aber ist der Duft wirklich so gut? Und die Erfahrung, gerade weil ich samstags immer im Ladenlokal, ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber immer, wenn man den aufsprüht und dann den Leuten so sagt, okay, der ist wirklich so gut. Also, wir haben hier einen Amberduft, der Süße mitbringt. Imam Ghazi zum Beispiel trägt den, Tyson Fury trägt den auch. Es gibt viele berühmte Leute, die den auch tragen. Das ist jetzt kein Grund, um ihn zu kaufen. Ich sage euch nur eine Sache, Zahlen lügen nicht und Zahlen sprechen für sich. Blonde Amber ist einer der Top 5 Düfte, die wir aktuell im Ladenlokal haben und online ist er auch mit Sicherheit ganz vorne mit dabei. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass der Preis extrem teuer ist, aber die Haltbarkeit ist super und den Leuten gefällt es einfach. Lieber manchmal ein bisschen weniger kaufen und dafür das, was man wirklich möchte. Auf dem nächsten Platz ist Alexandria 2. Alexandria 2 ist, also die Kunden, die ins Ladenlokal kommen und Alexandria haben möchten, die haben meistens schon so 2, 3 Düfte von dem Dufthaus und sagen dann, okay, Alexandria habe ich schon viel drüber gehört, den gibt es ja in 2 Größen, 50 und 100 Milliliter. Wir haben jetzt hier die 100 Milliliter Flasche und obwohl die Duft-DNA schon, sage ich mal, sehr speziell ist durch das ganze Oud und die Gewürze, die dort drin sind, ist es doch recht soft und man kann es regelmäßig tragen. Ich würde nicht sagen, dass es ein Alltagsduft in dem Sinne ist. Man kann es natürlich verwenden, wenn man es fühlt. Es ist ein spezieller Duft, der die arabische Welt vereint, ein bisschen Italien mit reinbringt und ich würde sagen, gerade wenn es ein bisschen kälter vielleicht draußen ist, würde ich den Duft tragen oder am Abend macht er einen sehr schönen Eindruck. Es ist das Flaggschiff von Xatchov. Das heißt, wenn ihr euch für die Marke interessiert und ihr wollt irgendwie mal riechen, was so das Produkt Nummer 1 ist, dann schaut hier gerne mal vorbei. Alexandria ist etwas ganz, ganz Besonderes, was man so auch nirgendwo findet. Und das hier ist ganz, ganz knapp hinter Blonde Amber bei uns im Ladenlokal positioniert. Dann machen wir noch einen Abstecher zu Panadora. Hier hinter kommt noch Herbapura, Accento und so weiter, aber ich wollte jetzt nicht die typischen Düfte wie immer haben. Den nächsten Platz, den wir haben, ich glaube, er ist aktuell so auf Platz Nummer 8 bei uns im Ladenlokal, ist Panadora Cropenscial. Gleich auf mit Oud Republic. Cropenscial ist auch ein etwas süßerer Duft, da sieht man auch so, gerade im Moment ist halt die Tendenz zu den süßeren Düften einfach da. Die Leute möchten es tragen und wir haben hier eigentlich eine sehr, sehr schöne Alternative. Es gibt auch leicht holzige Vibes, also alle Leute, die Baccarat Rouge feiern, werden sich auch hiervon angesprochen fühlen und
allein das Flakon, wenn man es mal in live sieht, ist natürlich echt sehr, sehr schön. Kann man gut hinstellen und sich daran erfreuen, wenn man Parfum begeistert ist. Braucht man einfach ein Duft von Panadora. Jetzt im Schnelldurchlauf möchte ich euch noch 3 weitere Sachen zeigen. Wenn ihr im Ladenlokal seid, versucht mal Dinge vielleicht zu probieren, die man sonst nirgendwo findet. Ja, es macht keinen Sinn, immer dieselben Sachen zu kaufen. Die könnt ihr auch am Ende im Internet bestellen. Ich möchte eure Aufmerksamkeit mal auf eine neue Marke richten, und zwar Orto Parisi. Die haben sehr viele interessante Düfte. Es ist ein Nischenparfumhaus, welche kleine Stückzahlen machen. Der meistverkaufte Duft aus der Kollektion ist Megamare. Das gilt so als der stärkste Meeresduft, ja, den es gibt. Und ihr müsst mal immer auf die Kappen achten bei diesem Hersteller. Hier haben wir ja so eine Metallkappe, die aber schon so vermeintlich Grünspan angesetzt hat, und obendrauf ist ja Mother of Pearl, also dieses Perlmutt. Und das hier spiegelt den Duft eigentlich sehr, sehr gut wider. Man hat schon sehr schöne metallische Noten, man hat starke Meeresnoten, aber weniger in diese Salaria-salzigen Vibes, sondern einfach eine brachiale Frische. Und sowas zum Beispiel solltet ihr im Ladenlokal testen, weil es gibt es nicht so oft, und es ist einfach ein sehr, sehr spezieller Duft. Und das macht Sinn, einfach mal vor Ort auszuprobieren. Genauso wie von Clive Christian Matsukita. Eine brutale Projektion. Der Duft hier besticht durch Pfeffernoten, ist super stark und sogar noch stärker als Blonde Amber Number One. Und dieser Duft hier ist ideal für Sommermonate. Es hat auch eine gewisse Frische mit drin. Also sowas zum Beispiel, das hier ist perfekt zum Ausprobieren. Probiert es gerne mal auf der Haut aus, kommt rein, lasst euch mal auf das Handgelenk das Ganze sprühen. Probiert es aus. Das könnte wirklich etwas für den Sommer werden, wo wir auch wieder in Lieferengpässe kommen. Matsukita von Clive Christian, eine Sache, die man im Ladenlokal mal testen sollte. Wir machen weiter mit dem letzten Duft, den ich euch heute zeigen möchte. Jazeel Fragrances von Ali Al-Nasabi. Das erste Video haben wir 2019 mit dem Guten gedreht, und das Dufthaus bekommt nicht so viel Aufmerksamkeit, wie es verdient hat. Also wir haben noch mal letztes Jahr ein Video mit ihm aufgenommen, und The Palace, ja, ist der Duft, der einfach crazy ist. Das Zusammenspiel der Noten innen drin. Man hat eine Süße, die ins leichte Bubblegum reingeht. Dann hat man eine Frische, die aus dem Patchouli-Bereich kommt. Hier drin sind hochkomplexe Noten. Ich sage euch, so ein Parfum, The Palace, habt ihr noch nirgendwo gerochen. Die Zusammenstellung ist so interessant. Man hat Süße mit Frische kombiniert. Super schwer zu beschreiben. Ich würde es durchaus als Alltagsduft sehen. Natürlich, wenn ihr jetzt irgendwas seht, stellt euch gerne eine Abfüllung, könnt ihr zu Hause probieren. Aber das sind so Sachen, die müsste man mal live erfahren. Das wird euch ja einfach weghauen. Also The Palace von Jazeel ist ein absolut geisteskranker Duft, der mega interessant ist, was man einfach so noch nicht kennt. Auch die Leute, die beispielsweise Dye mögen, werden hier auf die Kosten kommen. Es ist nur noch ein bisschen voller vom Geruch her. Super, super spannend und eine Empfehlung klar von mir. So, und zwar, wir haben verschiedene Versanddienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten, und es ist so, an dieser Stelle, ich möchte die Sachen einfach nur wertfrei vortragen, einfach mal über die Zusammenarbeit berichten, und eventuell haben wir noch Leute da draußen, die ähnlich betroffen sind. Meldet euch gerne bei uns, und zusammen, denke ich, können wir da etwas erreichen, denn es liegen auch andere Dinge noch vor, die schon etwas kritischer zu beobachten sind, und da müssen wir natürlich, ja, da müssen wir mal schauen, was wir machen. Also wir haben folgende Situation. Wir sind ja ein Online-Shop, ein etwas größerer Online-Shop, und wir haben einen Versanddienstleister, bei dem haben wir so circa, ich kann es jetzt nicht genau sagen, darum, wir machen circa Angaben, 3.500 bis 4.000 Sendungen. Also die zu uns kommen, die wir zurückholen, genauso wie wir versenden. Wir haben bei Parcel Broker haben wir im letzten Jahr, also die Aufstellung, die ich hier bekommen habe, sind wir bei 240.000 Euro. Lass es von mir aus 200.000 Euro sein, die wir an das Unternehmen bezahlt haben. Das Unternehmen bietet folgende Funktion. Das heißt, man kann dort Pakete versichern und dann mit UPS oder mit FedEx versenden. Und die Versicherung wird bei diesem Unternehmen abgeschlossen, und im Hintergrund steht dann, ich glaube, in dem Fall ist es die Ergo-Versicherung, ich bin mir aber jetzt nicht genau sicher, die das Ganze dann abdeckt. Wie soll ich das sagen? Wir haben Fälle, die sehr weit zurückliegen. Beispielsweise aus dem Jahr 2022. Aus dem Juni 2022 haben wir noch einen Fall. Die Schadensfälle, nur um das mal abzukürzen, die Schadensfälle, die wir so im Jahr haben, beispielsweise letztes Jahr, lagen sie bei um die 5. Das heißt, wir haben, sagen wir mal, 4.000 Sendungen und wir haben 5 Schadensfälle. Lass es von mir aus 10 Schadensfälle. Wir sagen, wir will 10 Schadensfälle sein. Von mir aus, wir können sogar 20 Schadensfälle sagen. Aber die Problematik, die wir haben an dieser Stelle ist, wir kommen nicht weiter. Wir haben diese
offenen Positionen, die eindeutig sind, wo die Sachen schon geklärt sind, wo einfach keine Auszahlung vorgenommen wird. Das heißt, im Juni beispielsweise, es ging um eine Pepsi, das sind alles Beträge, die teilweise auch kleiner sind. Nur ich habe das Gefühl, dass man einfach mal darüber berichten muss und eventuell draußen noch andere Leute erreicht, die dasselbe Schicksal teilen. Bei uns ist es so, wir haben einen Rechtsanwalt, dem geben wir die Sachen und der kümmert sich darum. Das Einzige ist, bei mir ist es immer halt im Hinterkopf und ich kann mir vorstellen, dass viele auch einfach das Ganze dann vergessen, weil man fühlt sich sehr machtlos. Wir haben im Dezember, hatten wir 2 Schadensfälle gehabt, die, wo der Dezember ist immer ein bisschen kritischer. Zum einen, ja, die Leute planen das einfach und auch aufgrund der Statistik, meistens wird im Dezember mehr geklaut als unter dem Jahr. Im Dezember hatten wir 2 Schadensfälle. Bei den Schadensfällen war es dieselbe Masche. Das Paket wurde geöffnet und mit einem Klebeband, was bei UPS verwendet wird, wieder zugemacht. Die Prüfung oder womit man hingehalten wird, ist immer, ja, es wurde ein Nachforschungsantrag gemacht. Die Prüfung, die dauert immer. Ja, und ich kann es nicht verstehen, inwieweit man einfach so lange einen warten lässt. Ja, das ist ein etwas traurigeres Thema und mittlerweile haben wir uns auf einen Betrag von knapp 100.000 Euro oder knapp über 100.000 Euro hochgeschaukelt und das Geld wird einfach nicht ausgezahlt. Bei manchen Fällen sind wir vor Gericht oder beziehungsweise wir streben die Klage an. Auch da ist es so, dass wir immer bei dem einen Fall hieß es ja, das ist in der finalen Prüfung nur die Fristen. Ich glaube, die letzte Frist war letztes Jahr und jetzt haben wir auch schon wieder Februar. Ich weiß nicht, wofür das Unternehmen das macht. Also warum sie das Ganze so zurückhalten. Ich möchte in den Kommentaren auch jetzt gar nicht hören, Versicherung pauschal so und so. Die Versicherungen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Provinzial, auch die Ansprechpartner, die wir dort haben, die machen einen sehr guten Job. Man kann das nicht verallgemeinern und auch der Hass gegenüber jetzt diesen sag ich mal, Versicherungen, wie wir das vielleicht im Privatfall auch schon mal gehabt haben, das kann man jetzt nicht verallgemeinern. Wir stehen jetzt nur vor der Herausforderung, wir haben diese Offenstände und wir werden halt immer vertröstet und wir kommen da nicht weiter. Von daher, wir sind dran und müssen dann halt die Klage einreichen und an dieser Stelle würde ich jeden Uhrenhändler gerne aufrufen, dass wenn ihr genau dasselbe Problem habt und hingehalten werdet von diesem Unternehmen, meldet euch gerne. Dann können wir euch auch mit dem Anwalt kurzschließen und eventuell kann man dann zusammen etwas mehr erreichen. Denn bei uns wird vom Verpacken der Uhr, also alles wird auf einer Kamera festgehalten, dann wird das Paket verschlossen und wir haben eine spezielle Art und Weise, wie wir das Paket zumachen, damit man halt auch nicht einfach da dran kommt. Bis zum Abholen des Fahrers haben wir alles dokumentiert. Also wir haben alle Daten eingelagert für eventuelle Schadensfälle. Das heißt, man kann, ohne dass das Paket einen toten Winkel erreicht, sehen, dass die Uhr mit allen Accessoires verpackt wird und dann dem Fahrer übergeben wird. Das heißt, wir können nicht mehr machen. Und bei einem Betrag jetzt von über 200.000 Euro weiß ich mir auch nicht mehr, also wir sind ja kein unrelevanter Kunde. Wie dem auch sei, wir müssen natürlich an dieser Stelle Abstand nehmen und das Parcel Broker hatte uns auch eine E-Mail zukommen lassen, dass wir ein Hochrisikounternehmen sind, weil unsere Schadensquote so hoch ist, wobei, wenn man sich das mal runterrechnet, also wir sind ja bei 0,%. In dem Fall wollten sie sich leicht machen. Ist sehr, sehr traurig und das sind einfach der ist so der Alltag, mit dem man sich rumschlagen muss. Aber ich denke, wir werden da auch noch zu einer Einigung kommen und dafür leben wir in Deutschland, dass sich dann da die richtigen Leute drum kümmern und eine Lösung dafür finden. So, dann machen wir mal ein kleines Update zum Uhrenthema. Und zwar, wir wurden hier aus dem Content-Bereich ein paar Sachen ausgedruckt. Und wir sollen mal durchsprechen, wie die Bewertung ist. Also, Rolex hat die Listenpreise ja drastisch angehoben und das Ganze spiegelt sich im Zweitmarkt noch nicht so sehr wider, denn ja, das ist immer ein bisschen zeitverzögert. Eine Sache, die ich euch mitgeben kann, aktuell auf Standardmodelle, das heißt auf Rolex Basismodelle, Datejust, Submariner und all die anderen Modelle, die sind in Hongkong deutlich teurer. Also wir reden jetzt hier davon, dass vergiss mal bitte den Import, also die 19%, sondern einfach derselbe Preis. Ich rede davon, dass ihr in Hongkong circa 3 bis 5% mehr zahlen müsst. Und das ist super ungewöhnlich. Wenn ihr euch daran erinnert, was sage ich immer? Hongkong ist in der Regel 1-2 Monate oder 1,5 Monate uns voraus. Kann alles bedeuten. Ich sage nur, dass gerade bei den normalen Rolex-Modellen es keinen Sinn macht und Europa deutlich günstiger ist als Fernost. So, wenn wir jetzt mal durchgehen, wenn ihr einen Anruf bekommt von dem Konzessionär, ja, was sollt ihr kaufen, was sollt ihr nicht kaufen, wir machen es eher mal ein bisschen schneller. Ich meine, Submariner-Modelle werden noch leicht über dem Listenpreis gehandelt.
verkaufen sich auch noch recht gut. Leider ist die Tendenz ein bisschen sinkend. Das heißt, ich persönlich würde jetzt das ältere Modell bevorzugen. Das heißt, die 16610. Ich weiß, das ist ein etwas älteres Modell, was eventuell auch nicht das massive Band hat, aber man steigt aktuell so günstig ein wie 2017 oder 2018. Ja, das sind wirklich super gute Preise für ein Basismodell. Wenn wir weitermachen, die Starbucks wird auch minimal über Listenpreis gehandelt. Falls ihr euch dafür interessiert, ja, schaut euch lieber die Hulk an. Die Hulk ist, obwohl sie das ältere Modell ist, deutlich teurer im Wiederverkauf und hat bewiesen, dass der Preis stabiler ist. Von daher, das wäre meine Empfehlung. Bei Goldmodellen im Allgemeinen, wir haben jetzt hier eine Submariner, ich glaube, hier hinten sind auch noch ein paar andere Modelle in Gold. Gold wird, aber wir reden über Gelb und Roségold, da ist wenig zu holen, Leute. Also da müsst ihr horrende Verluste einfahren. Den einzigen Vorteil, den ihr beim Konzessionär habt, wenn ihr in der jetzigen Zeit so etwas kauft, dann qualifiziert ihr euch natürlich auch für Stahlmodelle. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Niemand hat Geld zu verschenken. Und wenn ihr in der jetzigen Zeit ein Goldmodell vom Konzessionär abnimmt und vielleicht 10.000 Euro Verlust bereit seid einzufahren oder euch die Uhr generell gefällt und ihr sie selber tragen wollt, dann könnt ihr euch eventuell qualifizieren. Falls es jemand wahrnehmen möchte, dann ja, so sieht's aus. Datejust-Modelle haben sich sehr stabil gehalten, muss man sagen. Wimbledon Dial wird ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, ob es eventuell eingestellt wird. Die Produktionsdauer ist schon relativ lange. Oyster am Band sieht schon wieder ein bisschen enger aus. Glatte Lünette, Oyster am Band, das ist ja im Ankauf, glaube ich, dass man, je nachdem welches Ziffernblatt, kann man nicht mehr den Listenpreis bekommen. Das ist ein bisschen blöd. Welches Modell total überzeugt hat, hatten wir beim letzten Better Call Mark auch, sind die Vintage-Modelle. Ich weiß, ich spreche oft darüber, aber Vintage 36 mm mit Saphirglas, was passiert? Gar nicht. Also seit über 12 Monaten sind die Preise sehr konstant und haben keine Volatilität. Wenn man einmal ein Fremdwort benutzen möchte. Ne? Volatil? Volatilität? Nee. Oh Gott, du Sonderschüler Marc. Datejust 36 mm Vintage Modelle schwanken nicht. Oh mein Gott, viel Spaß beim Zusammenschneiden. Muss man einfach feststellen und ja, falls ihr eure erste Uhr sucht, ich habe es oft gesagt, wir haben sehr viele Modelle da, schaut gerne vorbei, die Uhr hat einfach von den Zahlen her überzeugt. Bei den Sportmodellen im GMT-Bereich Batman, Batgirl sowie Pepsi, da muss man ein bisschen differenzieren. Die Pepsi, da geht ja so die Gerüchte rum, dass es eingestellt wird. Das hat dazu geführt, wieder erwartend, dass die Preise bei ca. 19.000 Euro sind. Wir haben aktuell noch eines am Jubiläband. Vielleicht ist ja auch, während das Video rauskommt, schon vergriffen. Dadurch, dass Farben sehr wichtig sind und viele Leute darauf setzen. Wir werden sehen, ob das Ganze nachhaltig ist oder nicht. Ich kann nur sagen, die Uhr kostet aktuell 19.000 Euro. Bei der Batgirl ist es so, die wird aktuell so um die 14.000 bis 15.000 Euro gehandelt. Ist eine gute Uhr, wird einfach ein bisschen vernachlässigt und haben die wenigsten Leute Interesse dran. Die Sprite, einer der Modelle, die irgendwie stark verloren hat. Also es ist so keine richtige Nachfrage da. Die Uhren, die wir haben, verkaufen wir meistens an andere Händler, die dann ins Ausland verkaufen. Also bei der Sprite ist es so, obwohl es so eine besondere Uhr ist, mit so einer schönen Farbkombination, ist die Nachfrage sehr gering. Aktuell liegt der Verkaufspreis circa bei 18.000 Euro und wenn ihr die vom Konzessionär bekommt, klar, könnt ihr die immer mitnehmen. Bei den neuen Daytona-Modellen ist es so, dass die Händler aktuell sich ein bisschen schwer tun. Natürlich werdet ihr ja immer noch über Liste bekommen. Die Preise, die im B2B-Bereich angeboten werden, sind so circa bei 30.000 Euro. Es kommt natürlich aufs Ziffernblatt an. Also ein schwarzes Blatt kostet tendenziell einen Ticken weniger als ein weißes Blatt. Aber die neuen Stahlmodelle oder allgemein Daytona-Modelle haben die Leute irgendwie sich ein bisschen satt gesehen. Das Ganze wird sich aber auch ändern. Von daher Daytona-Stahlmodelle, gerade wenn es eingestellte Modelle sind oder sogar die Vorgänger, ist eine klare Kaufempfehlung von meiner Seite her aus. Oysterflex ist nix. Daytona Platin. Alter, das gibt es nicht. Daytona Platin ist knapp über Liste im Ankauf. Was ist los mit Glasboden? Ich war echt schockiert. Skydweller, Weißgold Skydweller, das dauert zu lang. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Yachtmaster in Titan, super Uhr, hatten wir noch nicht da und wird über Liste angekauft. Explorer, Air King verkaufen wir auch sehr, sehr gut. Ankaufsmäßig ist man, glaube ich, knapp über Liste, tendenziell eher fallend. So, dann Deep Sea. Deep Sea ist schwierig. Day-Date Roségold, da ist der Zweitmarkt noch nicht so ganz nachgezogen. Wenn ihr über Liste verkaufen könnt mit Olivblatt, gebt die Uhr bitte ab. Die meisten Händler tun sich da ein bisschen schwer und wollen immer so
Liste plus 500 € oder so zahlen, von daher muss man ein bisschen aufpassen. Das Celebration Dial, über Liste gehandelt, Explorer, Stahlgold, nix und die Cellini ist auch nichts, lieber Finger weg davon lassen. Sonst, wer macht denn einen guten Job? Omega macht einen sehr guten Job. Durch die Preiserhöhungen, das spüren wir deutlich im Zweitmarkt. Die Nachfrage ist sehr, sehr groß und ich wiederhole mich immer wieder, aber Speedmaster-Modelle, gerade normale 42er aus den 90er Jahren oder auch jetzt Mitte der 2000er, super Modelle und Omega macht einen tollen Job und für jeden, der seine erste Uhr haben möchte und ca. 3.000 € ausgeben will, Omega Reduced hat sich bei 3.000 € circa festgesetzt und überlegt mal, wie lange verkaufen wir diese Uhr schon zum selben Preis? Das ist wirklich Wahnsinn, ja. Andere renommierte Uhrenpreise und Marken fallen und Omega, obwohl davon unzählige Stückzahlen produziert worden sind, bleiben einfach gleich, weil die Nachfrage so hoch. Von daher klare Kaufempfehlung auch bei der Omega Reduced nach wie vor oder bei den 42 mm Modellen der Moonwatch. Wir sind am Ende vom Video angekommen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und an alle Händler, die sich angesprochen fühlen, meldet euch gerne bei uns. Wir tun uns zusammen und wir haben, denke ich, einen guten Anwalt an der Seite und können da schnell eventuell was bewegen. Von daher, ich freue mich auf euer Feedback und dann würde ich sagen, bis bald.